Fun Fold Cards machen doch immer wieder so richtig Spaß. Diese hier, die ich dir heute zeigen werde, das ist die Diamond Fold Card oder Diamant Fold Karte. So sieht sie aufgeklappt aus und so würde ich sie in den Umschlag packen und dann kommt sie so rausgesprungen. Man kann sie so hinstellen oder hinlegen. Eine feine Sache. Wie ich sie gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und wir sind, du ahnst es schon, mittendrin in unserer Reihe Demo-Doppel. Annalena und ich zeigen Ideen zu einem Thema oder zu einer Produktreihe und im Moment, passend zur Jahreszeit, ist unser Thema Herbst. Wir konnten uns einfach nicht auf eine Reihe einigen oder auf ein Produktpaket und deswegen haben wir die zwei oder auch was ganz anderes, alles was so im aktuellen Angebot von Stampin' Up mit Herbst zu tun hat. Ich zeige dir, wie eben schon gesagt, diese Fun Fold Card, diese Diamond Fold Card. Die ist schnell gemacht. Wir werden zuerst die Grundform einmal zusammenbasteln und dann habe ich 2 bzw. 3 Ideen, wie man sie ausgestalten kann. Es lohnt sich also in jedem Fall dran zu bleiben, bis zum Schluss zuzuschauen. Wir brauchen ein Stück Farbkarton für die Grundgestaltung. Ich habe jetzt hier in Olivgrün und das ist auch mein Stichwort, um noch einmal zu sagen, wir haben heute zum Thema Herbst uns eine Farbchallenge überlegt. Das hat vor allem mich ein wenig Nerven gekostet, weil was mit den Farben bei mir nicht so richtig funktionierte. Entschieden haben wir uns jetzt für Olivgrün, Chili, Kürbisgelb und Pekanuss oder Pekanuss. Deswegen habe ich ein Stück Farbkarton in Olivgrün, zugeschnitten auf 9 x 27 cm und ich lege jetzt die ersten Falzlinien an. Das muss natürlich wie immer auch alles sehr exakt sein. Ich hoffe, ich kriege das hin. Die erste Falzlinie, lange Seite angelegt bei 4,5, die zweite bei 9. Und damit ich mir nicht so viele Maße merken kann, drehe ich das Ganze um und mache auf der anderen Seite wieder 4,5 die erste Falzlinie und bei 9 die zweite Falzlinie. So ist unser Element. Damit du dir das schon mal vorstellen kannst, falte ich das auch. Und du siehst schon, es ist dreiteilig, im besten Fall gleichmäßig gefaltet. Jetzt falten wir das hier rum und das hier rum und dann passt das. Dann wird einmal gefalzt. Wenn du merkst, die Falzlinien sind halbe Millimeter verrutscht, dann beim Falzen einfach gut anlegen, gut andrücken, kann man das auch noch ein bisschen schieben. So, wir brauchen, bevor wir weiter Falzlinien ziehen, nämlich die Diagonalen, noch eine Linie oder eine Markierung mit Bleistift. Ich lasse das hier mal so liegen mit dem Papierschneider. Nehme das mittlere Feld, was, wenn du mitgerechnet hast, ja bei 9 cm Breite, also von den beiden inneren Falzlinien sind es genau 9 cm. Und in der Mitte von den 9 cm in dem mittleren Feld eine Markierung bei 4,5 cm. Die mache ich oben und hinten. Muss ich mal ein bisschen meinen Kopf ins Bild halten, weil ich sehe es wieder so schlecht. Das ist immer dasselbe. So, 4,5, da ist es schon. Beide Punkte gut markiert haben wir. Jetzt kann man Bleistift und Lineal auch schon wieder beiseite legen. Hier das Beinchen kann ich auch schon einklappen, dann sieht das hier nicht so anstrengend aus. Jetzt kommt die Falzlinie von diesen äußeren Falzlinien, die quer, also die senkrecht runtergehen. Brauchen wir jetzt eine Diagonale von dieser äußeren Falzlinie oben bis zu meiner Markierung in der Mitte hier unten. Auflegen und Falzlinie ziehen. Und wir schieben das mal ein Stück rüber, das machen wir hier oben genau andersrum, von der Mittelmarkierung zur äußeren Falzlinie hier unten, also von da nach da. Die nächste Markierung. Wenn du merkst, das verrutscht, bitte nochmal genau prüfen. Das muss exakt der Stich sein, weil sonst wird unser Kärtchen nachher schief. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Und jetzt ist es von der Ecke hier oben zur Markierung unten. Ich schiebe auch nochmal in mein Sichtfenster, ob das genau liegt. Notfalls nachrütteln. Und parallel verschoben die nächste da oben in der Mitte. Und die erste Querlinie hier drüben. Bisschen schief.
möglichst nicht schief. So, wenn das fertig ist, dann falzen wir jetzt wie folgt. Wir legen uns das mal so hin, wo wir jetzt vorne oder hinten, ist egal. Ich falze mal so hin. Genau. Ich falze das nach unten und die Seite ebenfalls nach unten. Schaue, dass das hier alles exakt und gerade beieinander liegt. Notfalls, wie gesagt, noch ein bisschen geschoben und geschubst. Und dann habe ich hier oben eine schöne Spitze. Genau. Und das Ganze andersrum auch. Das nach da. Und dieses nach dort. Wirklich wichtig, dass die Falzlinien sich überall treffen und notfalls mit dem Falzbein ein wenig korrigieren. Hier ist eine Falzlinie, die hat sich irgendwie verlaufen. Jetzt liegt sie. Die hat sich wirklich verfaltet. Es ist, wie wir schon immer so schön sagen, der Prototyp. Also da gab es einen Knick, die hat sich nicht gut gefaltet. Egal, kennst du schon. Okay, das ist mein mittleres Feld vorne. Alle anderen Linien hatte ich ja schon mal gefalzt. Und jetzt siehst du, wie wir uns das so zu unserem Element zusammensetzen und die Beinchen hier nach außen. Und wenn es dann gerade liegt, dann haben wir auch alles richtig gefalzt. Dann noch alles überfalzen, ist wirklich gut. Wenn die Karte gerade ist, das wäre ideal. Und die ist gerade. So. Das ist das Element. Ich hatte das hier auch schon mal vorbereitet. Auch in Weiß kannst du dir das nochmal ganz genau mit den Falzlinien anschauen. Und dann geht es weiter. Also, die war 4,5 und 9 und auf der anderen Seite angelegt 4,5 und 9. Und die Mitte ermittelt bei 4,5 von diesen 9 cm. 4,5 Markierung, Markierung. Und los geht das. Diagonale. So liegt es nochmal, kannst du genau sehen. So, die Karte ist fertig. Jetzt siehst du auch, was wir damit anstellen, wenn wir sie soweit haben. Wir bekleben jetzt die Felder. Ich habe da schon mal was vorbereitet und zugeschnitten. Bei der einen Karte werde ich das Feld in die Mitte mit einem fertigen Designerpapier nehmen und das Feld für diese beiden Felder ebenfalls. Die anderen Felder werde ich mit selbstgestaltetem Designerpapier gestalten. Jetzt fragst du dich nach den Maßen, es geht los. Dieses Feld hier hat die Maße 6 x 6 cm und dann passt das genau. Und wenn wir Dreiecke aus Vierecken, also aus Quadraten Dreiecke schneiden, rechtwinklige, das war der richtige Begriff, müssen wir auch diese 5 mm Schritte nehmen, wenn wir diese Mattung auf 5 mm haben möchten. Also das ist 6 x 6 und das nächste möchte ich hier in der Mitte aufteilen, dass ich also 2 erhalte, die ich dann hier so reinsetzen kann. So rum kannst du es natürlich ausdenken, genau umdrehen. Also 5,5 mal 5,5 und das werde ich jetzt diagonal einmal durchschneiden. Dafür lege ich das in den Papierschneider ein, kann ich natürlich auch mit der Schere machen, aber ich mache das jetzt so. Lege das genau auf die Spitzen, auf die Zacken, gegenüberliegend. Nehme meine Schneideklinge, fahre sie in die Mitte und gehe von der Mitte nach außen. Und dann passt das wunderbar und ich reiße mir mein Papier nicht kaputt. Diese Elemente also, wie schon gesagt, hier außen drauf. So, und dann haben wir ja diese Farb-Challenge, also wollen wir ein bisschen Designerpapier selber machen. Ich habe mir dazu schon mal zugeschnitten. In dem Fall nehme ich wirklich nur halbe Blätter, weil das Ganze brauche ich nicht. Ich schaue mal, was mir jetzt so einfällt. Ich habe ja dieses tolle Stempelset auch noch da, also das mit den Blättern, die Herbstblätter, nicht nur das Rustic Crate mit der Kiste, sondern auch die Herbstblätter. Und ich habe mir überlegt, ich mache da jetzt einfach mal eine Hintergrundgestaltung, die mir so einfällt. Ich nehme mal eine Walze, die habe ich hier noch, die gab es früher schon mal, es geht aber jede andere Walze auch. Es geht auch ein Stempelblock, aber die Walzen sind echt ganz witzig und ich gehe hiermit mal für so herbstfarbene Linien, nennen wir sie mal so, über mein Blatt. Dickere und dünnere. Ihr merkt schon, hier wurde heute nichts vorbereitet. Das ist mein Blatt. Ausprobieren ist heute mal wieder alles. Das wäre der Hintergrund. Die Walze lege ich beiseite, wasche ich dann später ab. Und dann habe ich mir mit diesen Herbstblättern eine Schablone gemacht, indem ich die Blätter ausgestanzt habe. Ich habe hier natürlich schon mal liegen, ich weiß nicht mehr, ob ich das im Video gezeigt habe, das war letztes Jahr meine Herbstgröße.
Das ist eine Wischtechnik, da habe ich die ausgestanzten Elemente, also diese Blätter benutzt und immer wieder darüber gewischt und sie weiter verschoben. Hier hätten wir jetzt, das wäre dann das Negativ, wenn das das Positiv ist, also das, wo ich ausgestanzt habe. Ich habe gerade den Begriff nicht im Kopf, aber das kennst du schon von mir. Und da werden wir jetzt einfach mit den Farben, mit den Stempelkissen und den Blending-Pinseln, die ich natürlich nicht geholt habe, die hole ich jetzt. Moment. Damit werden wir jetzt einfach ein wenig mischen. Ich habe jetzt das Rot und das Rot, also das Chili, und fange am Rand an und wische jetzt Blätter. Und ich dachte mir so, ich verschiebe das dann einfach. Und wir schauen mal, was da am Ende bei rauskommt, weil die Sache habe ich tatsächlich so nicht getestet. Also hat man natürlich schon mal gemacht, aber nicht stets und ständig. Also werde ich jetzt hier mal eine Runde richtig kräftig intensive Herbstblätter anlegen. So, ein bisschen sieht das schon mal wie Blätter aus. Dann machen wir das zu. Das Rot sieht bei mir immer wie Katastrophe aus. Weiß nicht, was ich anstelle. Ja, und du siehst, wir hätten das Ganze auch andersrum machen können, aber nun machen wir es eben so rum. Jetzt nehme ich als nächstes das Orange. Also habe ich hier auch, hoffe ich, den Orangen habe ich gegriffen. Entweder nimmst du jetzt die gleichen Blätter oder du drehst das Ganze, so wie ich, und malst neue Blätter, die da drunter oder drüber liegen, wie auch immer. Herbst hat ja wirklich, ist ja der Monat mit den schönen, kräftigen Farben. Das ist ja was Tolles für die Augen, bevor sie dann in den Winter übergehen, wo es dann alles ein bisschen blasser wird. Jeder wird blasser. Im Herbst haben wir ja noch so ein bisschen Sommerbräune drauf, also da ist wirklich alles schön bunt. Und du siehst, unser Blatt wird auch schön bunt. Man musste sich jetzt gar nicht große Gedanken dazu machen. Es wird jetzt einfach so. Und die Schablone gibt ihr Bestes. Ich auch. Jetzt haben wir sie von der Rückseite voll. Das geht noch. Ja, so, dann nehmen wir noch den Grünton und dann haben wir eigentlich einen schönen Hintergrund. Und du kennst es ja vielleicht schon von mir. Ich habe gerne viele Ideen und die zeige ich natürlich auch gerne. Deswegen zeige ich dir gleich noch beim Papier eine zweite Idee, die wir aber gar nicht verarbeiten werden. Zeige ich dir so. Das, was ich dir eben schon erzählt habe, zeige ich dir auch noch. So, und du siehst schon, ich schiebe jetzt hier mal so ein bisschen, damit das gar nicht so gleichmäßig wird, sondern schön wüst durcheinander. Und für unsere Karte, das eigentliche, was wir heute basteln wollen, brauche ich hier auch nur ein kleines Stück. Kann man schon mal überlegen, welches. In jedem Fall wird das ein schönes, buntes Herbstmotiv. Ob es die Streifen vorher gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Es gäbe ja auch andere Möglichkeiten. Letztens, als ich mit Annalena zusammen, du erinnerst dich vielleicht, habe ich so mit Kreisen gearbeitet und mit Linien und Wellen und sowas. Ja, das wäre erstmal schon meine erste Idee fürs Herbstpapier. Ich denke, es passt ganz gut. Hier drüben dann auf mein, weißt schon, was ich meine, auf meine fertige Karte, die wir dann fertig machen. Jetzt habe ich aber noch dieses große Blatt und jetzt zeige ich die Idee nur mit dem großen Blatt, damit du weißt, wie ich mir das so denke. Fange ich wieder an zu wischen. Nachher muss ich wieder auf Arbeit und habe dann bunte Finger, aber wir reden nicht drüber. Und du siehst, es gibt einen ganz anderen Effekt. Aber es gibt eben auch einen. Und auch jetzt kann ich wieder bunt arbeiten. Moment, überlege ich noch, wie sich das so entwickeln wird. Aber ich glaube, ich arbeite auch mit den Farben nacheinander übereinander. Nacheinander übereinander ist wirklich auch wieder richtig super. Und du siehst, ich kann also immer wieder auch rein und drüber gehen. Und es gibt neue Kanten. Und auch hier gilt, kannst du so lassen oder kannst du ewig weitermachen. Und wir kennen das schon, ich mache ja gern ewig weiter. Ich nehme wieder jetzt mein Orange. Und eben hatte ich es noch gesagt, fang am besten auf dem Blatt an, dann hast du nicht solche krassen Unterschiede. Vielleicht drehe ich das Ganze auch mal ein bisschen wieder auf dem Blatt oder daneben, wie du siehst.
Und je nachdem, wie viel weiß oder dunkel ich haben möchte oder wie farbintensiv, kannst du das eben jetzt hier immer weiter abarbeiten. Mehrere Farben, eine Farbe, halbe Blätter, ganze Blätter. Es bleibt dieser Blattcharakter und es ist Herbst. So, machen wir noch die dritte Farbe. Die Sache mit der Walze, die dritte Farbe wäre rot, und suche ich schon wieder. Die Sache mit der Walze kannst du auch für alles Mögliche verwenden. Ich habe sie letztens mit Embossing in Silber gemacht auf den Trauerkarten vielleicht. Wie gesagt, da erinnerst du dich. Das fand ich auch einen ziemlich coolen Effekt. Ist mir ein bisschen verrutscht, aber du siehst schon, das macht unserem Motiv gar nichts aus. Die Seite wird schön herbstlich bunt. Doch, geht noch? Geht. Beschlossen, es geht. So, jetzt musst du überlegen, ob du deine Blattstruktur noch sehen möchtest und eventuell das Blatt mal austauschen. Okay, 2 Ideen für herbstliche Hintergründe. Vergleichen wir gleich nochmal. Ich nehme mal meine bunten Finger ein bisschen zur Seite. Das Blatt kann man immer noch verwenden, indem man es fertig bestreicht, und es hat natürlich so eine richtige Herbstfarbe. Ne? So, es wird immer echter. Genau. Du kannst auch die kleinen Blätter nehmen. Da ist ja Möglichkeit ohne Ende. So, okay, nicht verquatschen. Ich zeige nochmal beide Blätter hoch. Das eine herbstlich, das andere herbstlich, und jetzt nur eine Frage der Weitergestaltung. Ich nehme jetzt Tatsache dieses hier. Ich bin zwar mit dem Rot, mit dem Chili nicht so ganz überein mit meiner fertigen Farbe, das macht jetzt aber nichts. Ich grabe hier mal meinen Papierschneider wieder aus und schneide mir jetzt zurecht. Und zwar brauche ich jetzt noch, mal schauen, ob ich das gut hingerechnet bekomme. Ich brauche einmal 2 Streifen in 4 x 8,5 cm. Und da sage ich mal, schneide ich jetzt erstmal ein Stück von 8,5 hier ab. Ich weiß ja, dass ich den Rest immer noch weiter verwenden kann. Und dann 2 Streifen von 4 cm. 4 mal 8,5. Mal sehen, ob ich richtig gemessen habe. Die passen dann wunderbar hier außen drauf. Und jetzt brauche ich noch 2 Felder von 5 x 5 cm. Und da schneide ich nochmal einen Streifen runter von 5 cm und 5 cm und 5 cm, also 2 Felder 5 x 5 cm. So, mein ganzes buntes Papier kann ich für andere Karten noch weiter verwenden. 2 x 5 cm. Jetzt nehme ich wieder meine Schneideklinge, lege sie mir hier so in die Mitte, lege mein Feld in die Schneiderinne rein. Ich weiß gerade den Begriff nicht, sorry. Guck, dass es gerade liegt, und ziehe meine Klinge nach oben und nach unten. Und lege das Ganze hier oben nochmal an. Die eine Seite jetzt genau auf die Klinge. Schau, dass es gut am Rand geht. Und schneide hier wieder ein. Nehme das Feld, lege es mir hier hin. Und du hast es, die Rechnung war eben wieder 5 mm kleiner, weil ich es zweimal durchschneide. Deswegen ist dieses Feld 5 x 5 cm und die andere Richtung. Und dann müssten wir das komplett haben. Das eine und das andere mache ich jetzt genauso. Wiederholung in die Fahrrinne, genau auf die Spitzen. Unsere Klinge nach oben und nach unten. Dass wir da am Rand, dass wir nicht die Spitze treffen. Die Mitte wieder, die mittlere Spitze. Genau in die Rinne und das nach oben und unten. Dann haben wir das hier und das andere andersrum, logischerweise hier lang. Klinge nicht auf die Spitze liegt da und geschnitten ist es. So haben wir es geschnitten, so legen wir es ran. So, und jetzt ist das nur noch eine fleißige Klebarbeit, und dann nehme ich tatsächlich mal den Flüssigkleber und klebe mal so viel wie möglich hier aufeinander. Auf meine Mitte. Das Karo diagonal. Dann die halben
Das war das Feld, wenn du dich erinnerst, 5,5 mal 5,5 cm und dann diagonal geteilt. Ich lege das mal hier sparklebend aufeinander und setze das hier drauf. Dann ist die Mattung auch einigermaßen korrekt und hier drüben auch. Hier drüben war das falsch gefaltete, du siehst es, das hat sich ein bisschen verrückt. Die beiden großen Felder, wir wiederholen nochmal, 4 mal 8,5 cm, gleiche Größe, zweimal für außen. Ja, kann man jetzt drüber zelebrieren, ob es die Streifen gebraucht hätte, da wo wir da nun schon so ein Karo haben, oder ob wir lieber ein Karo gemacht hätten, hätten wir auch machen können mit einer anderen Schablone. Schablonen sind ja absolut in im Moment, wo wir diese tollen Sonnenblumen haben. Du weißt, was ich meine hier? Klärkarte schon. Herbstblumen oder Sonnenblumen. Deswegen schabloniert. Das ist einfach schabloniert. So, jetzt gucken wir mal, dass wir uns das genauso schön hier ransetzen. Und dann geben wir uns noch den Titel. Und da geht ja natürlich auch wieder alles. Aber da habe ich dann Tatsache mal diesen tollen Korb für dich aus dem Set Rustic Crate. Siehst bei, sobald das Englisch wird, wird es immer leicht unsicher. Ne? Das war mal ein Englisch-Lehrgang. Bubble war es also nicht. Da babbelt sie einfach nur. Bei Englisch babbelt sie nur. So, das haben wir auch. Da kannst du jetzt, je nachdem wie da dein Ehrgeiz ist, schauen, dass die Muster gut übereinander passen, also gut zusammenpassen oder nicht. Ich finde, es wird eine schöne herbstliche Mischung, sagen wir es mal so. Ich bin ganz zufrieden. Passt. Jetzt kleben die Finger, das sollten sie eigentlich noch nicht machen, aber ist noch nichts anderes erwartet bei mir. Kleben wir immer irgendwann. So, also es wird schon schön bunt. Nö, es hätte schlimmer kommen können, sagen wir es mal so. So, dann. So, zweite Ecke. Gucken wir mal, wer wohin. Wer mit wem und wer wohin. Ja, einmal drehen, zweimal drehen. Das wird schon. Ja, es ist schon mal schön bunt, ne? Schön herbstlich bunt von der Grundgestaltung. Und dann kommt mein Herbstmotiv oben drauf. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Also ich zeige dir mal. Hier siehst du ja die Kiste. Das Motiv hast du zum Stempeln. Dann hast du hier so eine Kiste drin. Dann hast du ein Wintermotiv, selbst ein Sommermotiv, wenn die Sämereien gerade so losgehen. Und bei den Stanzformen, damit will ich dich auch nicht langweilen, aber zeigen wollte ich, hast du verschiedene Elemente. Und zwar mehr, als da in dem Stempelset scheinen lässt. Du hast diese Kiste, die wir hier gleich zusammensetzen aus 2 Teilen. Sie hätte auch noch einen Bügel, da ich den aber so ein bisschen spillrig finde, mag ich den gar nicht da oben ransetzen. Aber kann man machen, ist total schicki, wenn man es mag. Es hat Handschuhe, es hat einen Rahmen, der aussieht wie so ein rustikales Schild. Auch damit kann man natürlich wunderbar arbeiten und eine weiße Einlage und dann einen Text reinstempeln. Das habe ich hier ja auch mehr oder weniger schon benutzt. Das Innenschild hat sich schon wieder verabschiedet. Ja, du kannst also da wunderbar Sachen zusammensetzen. Frage mich, wo das Schild in weiß ist. Es ist putzig. Egal, dann hast du hier so Scharniere-Elemente. Damit solltest du dich, wenn du das hast, wirklich mal auseinandersetzen. Ich habe das nicht mehr geschafft. Mache ich beim nächsten Mal, versprochen. Zeige ich noch was mit. Unbedingt. Ja, dann hast du das hier so als kleine Metallelemente. Riegel oder was auch immer. Und das hier kann ich sogar aus der Kiste rausnehmen und wieder reinstecken. Kannst natürlich auch fest fixieren. Okay, wir setzen mal die Kiste zusammen. Das eine Teil sieht also so aus und das andere so. Und das werde ich so zusammensetzen, dass es so räumlich wird. Aber es bleibt flach, also du kannst es gut auf der Karte verwenden. Und auch hier könnte es sein, dass ich gleich mit Flüssigkleber arbeite. Die Hände kleben jetzt eh. Und dann das, was mir ja gestern die meiste Mühe gemacht hat. Das Unterbringen der Farben zu unserer Farb-Challenge. Weiß ich gar nicht, ob ich das noch zeigen möchte. Weil du weißt ja, wenn Demo-Doppel ist, wir wiederholen das mal jetzt, dann ist das immer so, dass Annalena und Angela, jeder zu einem gleichen Thema, in dem Fall Herbst, eine tolle Idee haben. Also im besten Fall eine tolle Idee. Bei mir weiß ich jetzt nicht so, ich finde sie schon gar nicht so schlecht. Annalenas Idee ist garantiert richtig toll. Und hier kommt jetzt mein Motiv drauf. Und dann setze ich das Kolorierte hier rein.
So, was mache ich jetzt, dass ich dir noch zeige? Ich lege das schon mal so hin. Du kannst dir das schon fertig vorstellen und ich zeige dir nochmal, wie ich das mit dem Kolorieren mir in diesem Fall gedacht habe. Also ich glaube, es sind ganz schön viele Ideen, die ich hier wieder so auf dem Tisch rumlungern habe. Ach, ich wollte ja noch eine, wollte ich unbedingt. Ich schaffe immer nicht alles. Glaubst du es? So, also hier ist mein weißes. In dem Fall sind das jetzt mal keine Sonnenblumen. Und ich koloriere das mal ganz einfach so, dass ich die Hälfte der Blätter, und zwar jetzt alle die rechte Seite, mit dem dunklen Chili von den Stampin' Blends koloriere. Und dann mit dem mit dem hellen Stampin' Blend in Chili reingehe. Und dann hast du schon so eine Farbbewegung, dass du eben hell und dunkel hast. Und wenn dir das nicht reicht, dann würdest du das Ganze noch, und das mache ich dann, wie gesagt, setze ich mir mit allen Farben irgendwo zusammen, gehst du noch mit dem Farbaufheller nochmal an entscheidende Stellen eben mit drüber. Eventuell ganz außen, und dadurch kriegst du eben, in dem Fall wären es jetzt meine wunderbaren Dahlien, die ich so von früher noch kenne, die jedes Jahr mit viel Mühe von Papa und Mama und uns in die Erde gebracht wurden. Ja, das waren die schönsten, also für mich die schönsten waren diese dunkelroten. Genau, die setzen wir da hin. Dann mache ich mit dem Pekanuss dann noch schönes Grün rein. Das heißt Pekanuss, bin mir sicher. Wenn ich einmal mit Englisch anfange, habe ich ja gesagt. Und dann haben wir das. Ja, Olivgrün. Als ob ich die Farbe nicht kennen würde. Da reicht es für mich wirklich, dass ich die eine Seite der Blätter konsequent hell male und die andere dunkel und gar nicht so viel ineinander male. Ja, du siehst schon, da geht relativ schnell und geht gut zu kolorieren. Ja, und das Ergebnis hier, siehst du, ist so, könnte bei dir noch schöner aussehen. Ein bisschen Schatten reinbringen mit den, siehst du, auch hier bin ich mit dem Kürbisgelb nochmal in das Chili, hab's dazu als Kontrast, ist eine ganz andere Dahlie geworden. Ne? Genau, dann packen wir das hier rein, das Ganze kleben wir drauf mit Abstandsklebepunkten zum Beispiel. Könnten uns, wenn wir diese wunderbaren kleinen Handschuhe durchgeleiert haben, eventuell in einer anderen Farbe, die sich mehr abhebt. Das wäre so jetzt meine Idee noch. Das dürfte noch glitzern. Vielleicht gibt es noch ein paar silberne Handschuhe. Ja, es muss sich abheben, sehe ich schon. Hebt sich hier viel besser ab mit dem Designerpapier. So, genau. Dann setzen wir das da drauf. Wo du jetzt noch was dekorieren möchtest, wo du einen Spruch anbringen möchtest, das ist jetzt ganz dein Spaß. Man könnte ja auch hier unten irgendwo noch was anbringen. Auf die Seite. Wenn man was schreiben möchte, 2 weiße Felder auf die Rückseite, jeweils in den Maßen 4 x 8,5 cm. Hier haben wir immer diesen silbernen haben wir noch. Den silbernen haben wir noch. Wir könnten das also auch an die Kiste einfach so ranmachen als Deko. Aufeinander geklebt. Dinge auch. Genau, und jetzt habe ich hier das noch. Die weiße Musterkarte. Und da war mir nur eingefallen, wir haben doch, habe ich natürlich wieder irgendwo hingeschleppt und ich weiß nicht wohin, dieses Masking-Papier, also Maskenpapier heißt es, glaube ich, richtig. Und mit dem kann man wunderbar maskieren. Es ist wirklich komplett weg. Seht es mir nach, das ist heute wirklich so in der Eile entstanden, auch wenn ich 3 Nächte drüber nachgedacht habe. Ich finde es nicht, das Maskenpapier ist natürlich völlig veräumelt. Warte, guck mal hier, da ist es wieder und da ist es wieder. Dann nehme ich so einen Bogen, ich habe hier sogar schon mal so ein bisschen was, schneide mir Streifen draus und gehe jetzt an die Ränder des Ganzen mit den Streifen und würde gerade hier am Außenbereich mit Streifen arbeiten oder eine ganze Fläche abdecken. Ich kann das dann hinterher wieder abziehen. Und das, was ich vorhin auf dem Papier gemacht habe, hier meine Hintergrundgestaltung, kann ich dann, wenn ich alles gut abgeklebt habe, kann ich dann einfach mit dem Blending-Pinsel die Dekoration, sprich das Designerpapier, direkt auf mein weißes Papier gestalten. Du verstehst? Ich hoffe. Ich habe mir jetzt Mühe gegeben. Ich glaube, es war ein bisschen umständlich. Kann ich auch nochmal bei Gelegenheit zeigen, wie ich die Maskiertechnik so anlege, indem ich bestimmte Bereiche, ich sag mal, reserviere, wo ich dieses weiße Papier aufklebe, was ich später wieder abziehen kann. Also sollte ich dann auch zügig arbeiten, dass es sich nicht zu fest verklebt. Aber du kannst es hier wunderbar schutzfolienmäßig abziehen. Warte, ich mache jetzt
jetzt mal so ein kleines Testelement ein. Eine Minute habe ich noch, genau, ich setze es hier drauf, weil da möchte ich eine schöne Kante haben. Und dann kann ich hier lang wischen, du siehst es, ganz dünn, und dann ziehe ich das wieder ab und du hast den Rand weiß. Das meine ich. Das kannst du also wunderbar damit gestalten und kannst dann gleich auf die Karte dein Design aufbringen. So, jetzt lege ich meine fertigen Karten hier hin. In der Hoffnung, du hattest Freude an meiner Idee und schau jetzt unbedingt bei Annalena vorbei, denn sie hat garantiert eine ganz tolle Idee zum Thema Herbst für dich. Ansonsten hier verlinkt jede Menge Ideen und andere Regungen. Also bleib hier bei uns und freu dich mit uns an aller Kreativität.